and Khalat to everyone. Wir sind Marian und Roman und konnten Anfang Mai eine Woche in Barcelona verbringen und haben euch einen kurzen und knackigen Erlebnis- und Food Guide zusammengestellt. Alle Links und Angaben findet ihr in der Infobox. Starten wir mit der Unterkunft. Wir fanden per Zufall das SB Glow, gleich neben dem Torre Akbar in der At22 Area von Barcelona. Nur 15 Minuten entfernt vom Strand mit Metro und Shoppingcenter in der unmittelbaren Umgebung. Das ganze Hotel ist von der Lobby, von den Zimmern bis zum Rooftop unfassbar stilvoll eingerichtet. Und wenn wir schon vom Rooftop reden, hier lässt es sich mit Aussicht auf den Torre Akbar, der Sagrada Familia und den Rest der Stadt einfach perfekt relaxen. Frühstücksspot Nummer 1. Das Little Fan. Wer Cafés in etwas modernen, aber dennoch im typisch spanisch einfach gehaltenen Stil mag, ist hier genau richtig. Wir waren hier sogar zweimal und haben uns jeweils für die Acai Bowl und die Egg Special Edition entschieden. Das Gotikviertel ist ein absolutes Muss. Dies bildet das Zentrum der Altstadt und ist somit auch eines der beliebtesten Viertel Barcelonas. Der Besuch kann hier schon einiges an Zeit beanspruchen. Hier erwartet einen nicht nur ein schöner Baustil, offene Plätze und enge Seitengassen, sondern auch die unterschiedlichsten kleinen Geschäfte. Wenn wir schon in der Nähe des Gotikviertels sind, hier ein kleiner Tipp für die Fantasy-Film-Fans unter uns. Die Galeria Smalda ist ein Einkaufszentrum der besonderen Art. Hier findet man alles von Harry Potter Shops, Brettspiel-Shops, einen Dragon Ball Store, Cosplay-Shops und vieles mehr. Ein absolut bemerkenswerter Spot zum Brunchen: Brunch and Cake by the Sea. Dies war ein Tipp einer guten Freundin, den ich mittlerweile nur weitergeben kann. Hier wird das Essen auf die kreativste Art und Weise angerichtet und strahlt in den verschiedensten Farben. Das Motto ist hier: iss gesund, aber mit den natürlichsten Zutaten. Wir haben es jetzt auf die La Rambla geschafft, genießen hier einen angenehmen Spaziergang. Die La Rambla ist ungefähr ein bisschen länger als 1 Kilometer lang und hat im Jahr von 80 bis zu 100 Millionen Besucher. Aber jetzt ist es einfach leer hier und wir genießen einfach unseren Aufenthalt ohne Leute. Wirklich ein Wahnsinn eigentlich. Jährlich strömen hier nur so die Touristen durch die bekannteste Flaniermeile. Die La Rambla hat schon etwas Schönes an sich, aber sich im Sommer mit tausenden Touristen durchzudrängeln, wäre nichts für uns. Wer sich schon auf der La Rambla befindet, sollte dem Markt von Boqueria unbedingt einen Besuch abstatten. Dieser Markt wurde dokumentarisch zum ersten Mal im Jahre 1217 erwähnt und ist damit einer der ältesten in Barcelona. Hier findet man von liebevoll dekorierten Obstständen, Gemüse, Fisch, Fleisch und Süßigkeiten alles, was das Herz begehrt. Wir sind jetzt auf dem Weg, um Wein zu probieren. Eines unserer Lieblingshobbys, vor allem im Urlaub. Ich denke, das mag so ziemlich jeder. Das ist relativ nahe zur La Rambla und dementsprechend wird unser Nachmittag ein bisschen fröhlicher verlaufen, würde ich mal sagen. Und dort hat uns Vincent empfangen. Ein Deutscher, der mittlerweile über die Jahre hinweg ein Local in Barcelona geworden ist und sich mit seiner Partnerin sein Geschäft in der Weinbranche aufgebaut hat. By now we're the 3rd biggest producer in the world. Who do you think is number 1? Italy? Yes. Number 2? said Austria, but no. Okay. Number 2? Oh, Any guesses? Portugal? Nope. Greece. Croatia? Nope. Nope. Hungary? Nope. France. Oh, France. yeah. Alright, so we're gonna try a Reserva Cava. Yeah. Oh, okay. So as we know, at least 15 months aging. But this one is actually aged 24 months. Wieder mal was Neues über Wein gelernt, absolut. Überhaupt für mich immer etwas Schönes. Cava ist wirklich Wein, von dem ich echt nicht viel wusste, aber gut. So, wir haben jetzt die verschiedensten Weine durchprobiert, von Geruch bis Geschmack und relativ viel Vorgeschichte dazu erfahren. Und jetzt geht es darum, das Ganze noch mit Snacks auszuprobieren, wie diese Weine wirken. Und darauf bin ich auch schon gespannt, denn was ist noch besser als trinken? Essen und trinken.
Der Moment, wenn man nicht wirklich Fan von Oliven ist. Like let's say this one intense, with which food you can actually take this wine? Yeah, I mean in general what you say for pairings is that they should match in intensity. No? So if you normally take a bit of the fruit, chew it, and then before you swallow it, you take a sip of the wine. Yeah, and then if you notice that you only taste the fruit and not the wine, then you know, okay, you need stronger wine. Wir sind jetzt fertig mit unserem Wine-Tasting in Barcelona. Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen und wir geben euch den Link in die Infobox. Wollt ihr mehr mit uns erleben? Abonniert doch mal unseren Kanal. Parc Güell. Erreichen kann man diesen mittels eines Shuttlebusses, der im 7-Minuten-Takt fährt. Der Bus ist ebenso im Ticketpreis enthalten. Der Eintritt beläuft sich auf 10 €. Und es empfiehlt sich, die Tickets schon im Vorhinein online zu besorgen. Damit kann man die langen Anstehzeiten an der Kasse überspringen. Das hat auch seinen Grund, denn pro Stunde werden in dem Park nur 1400 Besucher gelassen und aufgrund der Pandemie im Moment nur 50%. Wir haben uns jetzt nochmal ganz spontan auf den Weg gemacht zum Mirador de Hort. Der Weg von der Stadt selbst ist ungefähr 40 Minuten, also gar nicht mal so kurz. Dementsprechend mal sehen, ob wir es finden. Hier gibt es 2 Dinge, den idealen Fotospot und eine Wahnsinnsaussicht auf die Stadt. Allerdings darf man sich nicht erhoffen, dass die besagte Schaukel intakt ist. Durch den großen Andrang ist meistens eher durchgehend beschädigt, allerdings gibt es auf der Anhöhe 2 verschiedene Bäume, die jeweils eine Schaukel bieten. Wer auf dem Weg zur Sagrada Familia ist, schaut doch mal bei Miam Brunch and Coffee vorbei. Logischerweise kommt jetzt die Sagrada Familia, die leider zu unserem Aufenthalt wegen der Pandemie noch geschlossen war. Aber Good News, ab 29. Mai öffnet diese wieder an Wochenenden ihre Pforten. Guten Morgen, wieder ein neuer Tag in Barcelona. Nach einem kräftigen Frühstück sind wir jetzt auf dem Weg zum Stand-Up-Paddeln und haben es eigentlich noch nie gemacht und haben uns gedacht, wenn wir schon mal starten, dann gleich im Meer und nicht am See. We are going to start on our knees. So put one hand here, the other here, here. Yes. So paddling with your paddle, touch the border. I want to this some more. Let's do it with a lot of amplitude, with this super in front. Good. Na ja, was soll man sagen? Wir versuchen uns neutral auszudrücken. SUP ist cool und die ganze Aktivität an sich war super. Aber würden wir diese Erfahrung hier weiterempfehlen? Nein. Daher landet hier auch kein Link in der Infobox. Wir werden uns sicher nochmal auf ein SUP begeben, aber jedenfalls nicht mehr dort. War jemand von euch schon mal Tango tanzen? Gut, wir nämlich auch nicht und dementsprechend wird das unsere Abendbeschäftigung heute werden. Wir sind jetzt auf dem Weg dazu direkt im Stadtcenter und sind jetzt mal gespannt, wie blöd wir uns dabei anstellen werden. Lustigerweise war das lustigste und beste Erlebnis, das wir in Barcelona hatten. Ich denke, das hatten wir uns beide nicht erwartet. Anna hat uns an diesem Abend bei ihr empfangen und uns auf die lustigste und lockerste Weise in die Welt des Tangos eingeführt. Perfecto. Perfect. Over there. So we have this contact here. No, yes, you don't need to. That's it. Very active, this one. And now, Roman, you're going to start transferring your weight from one leg to the other. Perfecto. And one. Perfecto. Wait. Two. Weight in the middle. The exactamente organize the body. Perfecto. It's going to be better for her. Perfecto, yes. Slow down, you're gonna jump. So, one more time. Okay. And now this is the real one. And your family
your audience, everything. I pay for looking at you. Wir können euch Anna nur wärmstens empfehlen, wenn ihr einen lustigen Abend haben und mal was Neues ausprobieren wollt. Das ist auch schon der letzte Punkt in unserem Guide. Wir selbst hatten noch vieles mehr in Barcelona auf unserer To-Do-Liste stehen. Allerdings geht sich eben nicht alles in 5 Tagen aus. Den Rest müsst halt dann ihr probieren. Wer eine ausführlichere Version mit Einreisebestimmungen, Tests und drum und dran unseres Barcelona-Aufenthalts sehen will, dem verlinken wir am Ende unser Barcelona-Video. Es würde uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnieren würdest, gib unser Video ein Like und wir uns hier ganz bald wiedersehen. Und ansonsten, liebe Leute, stay safe!